Heute kommt die Glasfaser in dein Mehrfamilienhaus und das minimalinvasiv und schnell. Das Leerrohr hat mir ja bereits unterirdisch verlegt. Als Eigentümer musst du heute nicht vor Ort sein, denn bei der Vorortbesichtigung wurde ja bereits entschieden, wo der Anschluss und die Dosen montiert werden sollen. Wichtig ist nur, wir brauchen natürlich Zugang zum Montageort. Thibaut, wollen wir los? Ja. Perfekt. Heute stehen beim Glasfaserausbau die letzten 2 Schritte an. Erstens das Einblasen der Glasfaserleitung. Da wird uns auch nachher noch diese kleine Maschine helfen. Und zweitens Montieren des Glasfaserhausanschlusses im Keller bzw. Hauswirtschaftsraum. Natürlich mit Verkabelung. Jetzt noch schnell zu Kosten, weil wir danach häufig gefragt werden. Der Glasfaserausbau ist an den meisten Adressen kostenlos. Eventuell anfallende Kosten, wie zum Beispiel, wenn du neu gebaut hast, sind in der Bestätigung aufgelistet, die du ganz am Anfang von uns erhalten hast. Bevor die Glasfaser in das vorhandene Leerrohr eingeblasen wird, überprüft ihr das nochmal, ne? Ja, genau, richtig. Also ob das Leerrohr frei und sauber ist. Ja, von mir aus kannst du loslegen. Von mir aus auch. Das wird mit einem sogenannten Molch gemacht. Klingt süß, oder? Das ist ein schaumstoffartiger Gegenstand, der zur Reinigung und Schmierung durch das Rohr geschoben wird. Und das passiert mit Druckluft. So, das Rohr ist frei und jetzt wird gleich die Glasfaser eingeblasen. Und dafür brauchen wir den Kompressor und das wird ganz schön laut. Bist du soweit? Okay, du kannst. Die Glasfaser wird nicht ins Haus gezogen, sondern ebenfalls mit Druckluft eingeblasen. Denn das sorgt dafür, dass das Kabel unversehrt durch das Rohr kommt. Bevor wir die Glasfaser im Haus willkommen heißen, muss noch kurz gespleist werden. Und das übernimmt unser lieber Thibaut, beziehungsweise er ist schon dabei. Hier werden 2 Glasfasern miteinander verbunden. Das ist eine ganz schöne Fisselarbeit und technisch hochanspruchsvoll. Denn guck mal hier, die Glasfaser ist dünner als ein menschliches Haar und dazu auch noch sehr zerbrechlich. Ist ja aus Glas. Hier ist die Glasfaser. Und der liebe Justin wird gleich den Glasfaserhausanschluss montieren. Das ist hier diese graue Box. Und da werden dann auch wieder beide Enden miteinander verbunden. Für dich. Super, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das Einblasen und Montieren dauert in der Regel so ungefähr 2 Stunden. Dabei halten wir uns natürlich an die Vorgaben zum Brand- und Denkmalschutz. Als nächstes wird das sogenannte Innennetz verlegt. Hierfür setzen wir uns mit dir zeitnah für einen weiteren Termin in Verbindung. In diesem Gebäude sind bereits Kabelbrücken vorhanden, die wir natürlich auch nutzen. Wenn in der Bestandsimmobilie aber keine Leitungswege vorhanden sind, dann montieren wir die Kabelkanäle auf Putz. Dazu gibt es ein weiteres Video und das haben wir dir in der Infobox verlinkt. Übrigens, in einem Neubau sind die Unterverteiler im Keller und die Kabel in der Regel unter Putz verlegt. Wenn du mit uns einen Vollausbau vereinbart hast, dann montieren wir neben der Innenleitung auch die Glasfaserdosen in allen Wohnungen. Hast du mit uns den bedarfsgetriebenen Ausbau vereinbart, dann montieren wir die Innenleitung bis vor die Wohnungen. Das bedeutet, dass du in dem Moment als Eigentümer nichts weiteres mehr machen musst. Denn die Montage der Glasfaserdosen in den einzelnen Wohnungen erfolgt nach der Tarifbestellung durch den Mieter. Mit ihm vereinbaren wir auch den Montagetermin. So, jetzt ist alles montiert und jetzt müssen wir natürlich auch prüfen, ob die Leitung funktioniert. Und das machen wir mit einem Abschlusstest. Leitung läuft, Test sagt alles gut, fertig. Dann würde ich sagen, Job ist done. Macht's gut und bis bald. Ciao. Tschüss.